Spannend finde ich das Thema Wellensittiche und Musik. Mir ist schon aufgefallen, dass meine Wellis liebend gern ihren eigenen Singsang hören und sich so auch schon einmal selbst in den Schlaf singen. Offensichtlich wirkt der leise Gesang beruhigend auf die Wellis. Er bedeutet für sie, hier ist alles in Ordnung, wir sind sicher. Denn wenn einer abrupt mit dem Singen aufhört, stoppen auch alle anderen Vögel und schauen sich irritiert um. Was könnte wohl der Grund gewesen sein? Lauert irgendwo eine Gefahr? Meist ist es ein großer Rabenvogel wie eine Krähe oder Elster, die im Garten vor dem Fenster die Vögel erschreckt hat. Oder ich, weil ich mich ihrem Bereich genähert habe. Melly kann ja nie wissen, was die Federlose so vorhat. Vielleicht will sie uns wieder einfangen. Aber Heimvögel mögen nicht nur ihren eigenen Gesang, denn sie reagieren auch stark auf Musik. In meinem Video über das Verhalten der Wellensittiche habe ich ja über die Arbeit des Instituts für Schallforschung an der Österreichischen Akademie für Wissenschaften gesprochen. Dort gibt es tatsächlich ein Wellensittichlabor. Die Forscherinnen und Forscher untersuchen die Musik- und Lautpräferenzen der Wellensittiche. Dabei entdeckten die Forscher Interessantes, wie zum Beispiel, dass die Vögel auf weißes Rauschen stehen. Was eigentlich als Kontrollgeräusch eingesetzt und ignoriert werden sollte, wurde zum bevorzugten Geräusch für die Wellensittiche. Die Forschenden vermuten, die Wellensittiche hören auf dem Rauschen Klangfolgen, die menschliche Ohren nicht erkennen können. Anders als die seltsame Präferenz konnten sie jedoch keine Musikpräferenz der Vögel erkennen. Wellensittiche lieben wohl jede Form der Musik. In meiner Vogelhaltung habe ich jedoch einige Vorlieben ausmachen können. Denn meine Eltern, die eine Gaststätte betrieben haben, hielten schon Wellensittiche und die mochten vor allem Marschmusik mit Blasinstrumenten und den leichten Schlager, der als leise Hintergrundmusik im Radio dudelte. Ich habe gelesen, dass Wellensittiche Musik mit weichen Klängen wie klassische Musik und Klavierstücke lieben. Die höre ich allerdings selten. Ich mag zwar Beethovens Für Elise und komme aus der Beethovenstadt Bonn, aber meine Liebe zu klassischer Musik hält sich in Grenzen. Mir fehlt die Muße und Ruhe, um Musik ohne Gesang lange zu genießen. Ihr könnt aber auch verschiedene Genres ausprobieren.